Jo, Gemeinde, Rock'n'Roll. So, jetzt geht es mal wieder um ein neues Motorrad oder um das neueste Motorrad in dem Portfolio der Einzylinder. Und zwar die neue Husqvarna 701 Supermoto 2020. Ne? Schön zu erkennen an dem neuen Farbdesign, grau, gelb, weiß. Ja, und was sich da sonst noch so getan hat zum Modell 2019 und ob es da überhaupt Unterschiede gibt zur KTM SMCR 2019, das sehen wir jetzt. Jetzt machen wir mal einen kleinen Rundgang. Bis gleich. Ja, fangen wir mal an mit einem kleinen Rundgang. Hier ist natürlich der Akapovic drauf, den wir kennen, ab Baujahr 17 für die Husqvarnas mit EG-ABE und Steckert, und es bleibt auch alles beim Alten, beim Krümmer. Wir sehen hier unten die normale Schelle mit dem Graphitring, also da wurde, oder der Krümmer wurde nicht geändert wie bei der SMCR. Hier sind also die Standard- oder die bekannten Krümmersysteme noch weiter verbaut worden. Warum das jetzt nicht geändert worden ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich, um halt den Schalldämpfer weiter fahren zu können. Weil der von der SMCR ist ja nur wirklich nicht schön. Hier streiten sich auch etwas die Geister, der wäre zu groß, aber da sage ich euch gleich noch was zu. Dann geht es weiter, Sitzbank runter. Also hier sehen wir das alte Bild, wie bei den 2019ern. Also da hat sich also 17 bis 2020 hat sich nichts getan. Luftfilterkasten, Steuergerät, natürlich jetzt das neue Steuergerät, inklusive Traktionskontrolle und Schaltautomat, aber von der Größe her gleiche. Und natürlich auch die Sitzbank ist die gleiche, auch die Halterung der Sitzbank bleibt. Und dadurch können wir natürlich auch weiterhin auch unsere Stage 1 Kits hier verbauen. Ne? Natürlich eine schöne Sache, weil diese ja etwas anders sind für die Husqvarna als für die SMCR. Bei der SMCR muss halt hier etwas geändert werden. Die kriegen ja hier noch ein anderes Massekabel, weil das original zu kurz ist. Und die Sitzbank ist etwas anders, da sind andere Halter drin und so weiter. Das ist also hier nicht nötig. Hier können wir also den 19er Kit weiter anbieten. Sehr schön. Powerparts-Deckel passt natürlich auch, ganz klar. Müsst ihr nur immer hier oben diese Stege wegschneiden, wegen den Kabeln und weil hier auch der ABS-Regulator sitzt. Das ist immer etwas im Weg, also einfach hier. Ne, das sollte auch noch weg, das machen wir auch noch gleich weg. Daher passt dieser Deckel auch auf die 2020er. Ja, und hier sehen wir natürlich wieder den unseligen Traktionskontrollenschalter. Ich kann nur hoffen, dass sie das mal gefixt haben mit diesem Abstellen dieser Traktionskontrolle. Das ist ja bei der KTM SMCR ja mal eine Riesenaktion, bis wir den mal abgeschaltet bekommen, damit wir hier auf der Rolle fahren können. Aber ja gut, das werden wir gleich mal testen. Ja, ansonsten, so wie wir es kennen halt von den 701 Modellen, das Luftsekundärsystem, ne, hier das Ventil, und hier sitzt natürlich diese Rückführung der Kraftstoffdämpfe, dieser komische Behälter da. Also das ist alles wie bei den Modellen 17, 18, 19 oder auch KTM, da hat sich also nichts getan. Ja, und ansonsten, ich finde das Design sehr gelungen, also mit diesem Grau-Gelb wirklich sehr schön gemacht, schön dezent, und ja, die weißen Plastikteile, gut, weiß man, ne, die verschrabbeln halt schnell, aber gut, da kann man ja eine Menge machen, folieren, lackieren, Tod und Teufel, wie man da Bock drauf hat. Ne? Ja, und ihr seht, im Grunde genommen haben sich hier zwei Fahrzeuge vereinigt, ne? Also die Bauteile bzw. die Motorkomponenten der 2019er SMCR, leider auch mit dem, ne, mit der tollen Traktionskontrolle, aber da muss man gleich mal schauen, wenn wir die erste Mal auf den Prüfstand abrollen, ob das Ding immer noch so Zecken macht, wenn wir es abstellen wollen, ne, um da auf der Rolle vernünftig messen zu können. Der Rest ist eigentlich hier, wie gesagt, oben identisch mit 2019, also Aufbau, Luftfilterkasten, ja, also alles, was damit zu tun hat, Batterie und so weiter, ist eigentlich genau wie das Vorgängermodell, nur halt der Motor wurde adaptiert von der SMCR mit Traktionskontrolle und dementsprechendem Schaltautomat. Ob jetzt auch die gleichen Maps vorhanden sind, beziehungsweise ob die gleichen Leistungsdaten erreicht werden wie bei der KTM, das sehen wir gleich.
Jetzt haben wir natürlich bei dem Fahrzeug kein absolutes Serienmodell hier stehen, sondern der Kunde hat schon verbaut den großen Akrapovic-Schalldämpfer. Leider ist auch schon der Cut raus, also können wir da mit Cut auch nicht messen. Ich habe leider momentan auch keinen Steckcut hier. Und der Powerparts-Deckel ist verbaut. So, jetzt haben wir aber von diesen Modellen bzw. den 19er Modellen und von den SMCRs auch 19er auch so Fahrzeuge hier gehabt und können dadurch auch einen vernünftigen Vergleich gleich mal fahren, also gegeneinander legen die Kurven und können mal schauen, ob da jetzt großartig was tut oder ob das deckungsgleich mit den KTMs ist. Ne? Gut, dann werden wir gleich mal abrollen, so wie sie jetzt ist. Anders geht es ja nicht. Ne? Nehmen wir erstmal die Basisdaten auf und dann haben wir hier noch was Feines, was der Kunde haben möchte. Der Power Commander kommt rein. Ne? Weil natürlich, wie ich ja immer wieder predige, Cut raus, Mapping rein. Mapping gibt es keins, also machen wir erstmal ein PC5 rein und stimmen den Schalldämpfer ohne Cut inklusive dem Powerparts-Deckel auf das Fahrzeug genau ab. So, und wie da die Unterschiede sind, also vorher, nachher, das sehen wir auch gleich. Und dabei erkläre ich noch mal ein bisschen, wie das geht mit dem Power Commander einprogrammieren oder umprogrammieren. Ne? So, dann geht das los. So, und jetzt haben wir hier das bekannte Raster, was ihr schon bei den anderen Videos alle gesehen habt. Wir sind jetzt hier also in der Last die kompletten AFR-Werte mal durchgefahren. Und was halt sehr auffällig ist oder sehr gut ist, dass bei diesem Modell, also bei dem neueren Modell, hier wirklich das Augenmerk auf Lambda 1 liegt. Ne? Also den ganzen Bereich, wenn ihr hier guckt, hier 14,8, 14,7, 14,47, 14,32. Also die ganze Programmierung ist wirklich sehr gut abgestimmt im Bereich Lambda 1. Ne? Also nochmal zur Erinnerung, 14,7 Teile Luft zu einem Teil Benzin oder Kilo oder wie auch immer sind Lambda 1, der stöchiometrische Bereich. Und wir haben ja ein paar Ausreißer drin, also 15,06, ja, meine Güte. Und bei Vollgas ab 2.500, 3.000 Umdrehungen halt aufwärts ist es etwas fetter, was ja halt immer so ist, weil die Fahrzeuge werden da ja auch nicht mehr abgastechnisch gemessen, wenn sie auf die Straße losgelassen werden. Im Bereich hier bei 4.500 Umdrehungen, ja, ist dann halt 15. Aber ihr seht, der ganze Bereich ist eigentlich noch alles im grünen Bereich, bei Lambda, knapp Lambda 1. Nur bei den oberen Drehzahlen, also 6.000, 7.000 Umdrehungen, wird es ein bisschen fetter. Macht ja auch Sinn, haben wir ein bisschen mehr Innenkühlung. Aber ihr seht, der ganze Bereich kann jetzt ein bisschen angepasst werden. Und wenn wir hier so die Werte so 13,5 zu 1 erreichen, dann sind wir alle froh für ein Straßenmotorrad. Und das werden wir jetzt mal angehen und gucken, was dann, wenn dieser Bereich angepasst ist, dann denn da noch so leistungstechnisch zu finden ist. Ne? Gut, dann geht das los. So, eingebaut ist er. Ne? Hier liegt er noch drunter. Ich muss noch mit dem Kabel ran, alles. Jetzt messen wir das ganze Fahrzeug mal komplett ein, beziehungsweise spielen jetzt erstmal meine vorhandenen Maps drauf, von der 19er Husqvarna zum Beispiel, 18, 19er, die wir hatten. Und dann gucken wir mal den Vergleich und dann packen wir mal das Map von der SMC drauf, also von der 19er SMC oder SMCR, was wir eben halt auch mit der gleichen Konfiguration, also nicht jetzt mit dem Akrapovic, sondern halt mit dem Remus zum Beispiel, schon mal erarbeitet hatten, was dann später natürlich umgearbeitet wurde in den Stage 1 Kit. Aber das habe ich natürlich alles noch und die können wir jetzt mal verwenden und schauen, welches denn da besser funktioniert. Ich gehe mal davon aus, dass von der SMCR, ne, weil das ist ja der aktuelle Motor, dementsprechend wird das schon passen. So, dann gestartet und naja, apropos starten, ne, ihr seht das super linke Extrarad hier vorne, ne,
Es ist leider genauso wie bei den KTMs, bei den SMCRs. Um diese Traktionskontrolle abzustellen, muss das Motorrad 4 km/h Minimum schnell laufen oder rollen. Das Vorderrad muss gezählt werden, dann muss ein Gang eingelegt werden und dann ein riesen Prozedere. Und irgendwann, wenn man dann den Knopf drauf drückt, dann ist dann die Traktionskontrolle abgestellt und wir können dann messen. Ne? Gut, alles klar, dann einmal abgerollt, geguckt, was denn jetzt das Abgas sagt. Bis gleich. So, abgerollt haben wir. Fakt ist, die alten, oder Anführungsstrichen alten Maps der Husqvarna 18, 17, 19 funktionieren schon ganz gut auf dem Modell, aber wir haben dann nochmal verglichen mit dem Mapping der KTM SMCR 2000, also ab 2019, und das läuft natürlich wesentlich besser, ne? Weil da muss noch mehr Kraftstoff rein und dann kommt auch noch mehr Leistung und noch mehr Drehmoment. Ne? So, und wie die Kurven aussehen, das sehen wir jetzt. So, dann geht das los. Also hier seht ihr jetzt die Leistungskurve, so wie das Fahrzeug gekommen ist. Zur Erinnerung, Powerparts-Deckel, Akrapovic ohne Cut. Ja, also Euro 4 Acker ohne Cut. Und ihr seht, ja, man kommt so leistungstechnisch nicht so ganz an das eigentlich angegebene bei dem Fahrzeug ran. Also 73,25 PS bei 7600 Umdrehungen und ein Drehmoment von 72 und ein paar kaputten. Die Dinger drücken ja normalerweise so 75, wenn sie einigermaßen vernünftig eingefahren sind. Das Fahrzeug hat gerade jetzt die erste Inspektion hinter sich. Ihr wisst ja, die letzten Videos der SMCRs waren ja auch starke Leistungssprünge drin zwischen gerade mal flammneu und dann schon 5.000, 6.000 Kilometer gelaufen. Also daher, ja, ne, geht so. 73 ist ein ganz guter Wert. Aber hier vermuten wir mal, liegt es auch daran, dass, wie gesagt, der Cut nicht drin ist und das Mapping natürlich dementsprechend nicht angepasst ist. Das sehen wir jetzt auch, wenn wir jetzt die Kurve drauflegen mit dem Power Commander abgestimmt. Ja, und zack, habt ihr eine wunderschöne, glatte, saubere Kurve im Bereich, zum Beispiel bei, wo sind wir hier? 5500 Umdrehungen, habt ihr mal eben satte 5 PS mehr und ihr habt 65, schwer, Mathe ist schwer, 5, 6, knapp 7 Newtonmeter mehr und ihr seht diese Hubbel, diese Berge und Täler sind komplett weg. Ihr erinnert euch hier, Glätten 5, ne, ist eine ganz grobe Glättung und trotzdem hier ganz sauber, wenn der Power Commander vernünftig abgestimmt wird. Spitzenleistung erreichen wir dann 75,29 und ein maximales Drehmoment von 74,64. Also auch das ist natürlich schon gestiegen. Wir erinnern uns, gleiches Motorrad, nichts dran geändert, nur hat der Power Commander eingebaut und vernünftig abgestimmt bzw. eingestellt. Ja, dann geht's weiter. So, und bevor ich das vergesse, machen wir eben schnell noch einen Vergleich. Also hier wieder die Messung von gerade. Eingangsmessung Husqvarna 701 mit Powerparts, Deckel und Akrapovic ohne Cut, ne, Baujahr 2020. Und jetzt versuchen wir mal eine ähnliche Kurve zu finden von der SMCR, Baujahr 2019, das Moped von Benny, was hier war. Da haben wir eine Messung mit Powerparts, Deckel und Remus ohne Cut. Ansonsten auch alles Rest serienmäßig. Ja, ne, sind natürlich zwei verschiedene Fahrzeuge. Das ist ja immer ein bisschen problematisch. Aber ich mache hier mal eben die Beulen hinweg. So. Aber um halt mal so einen direkten Fahrzeugvergleich zu bekommen, ist das schon ganz gut. Ja, man sieht eigentlich, ja, tut sich nicht viel. Ne? Hier haben wir einen kleinen Ausreißer drin, aber das ist wahrscheinlich auch wetterbedingt. Daher kann man hier sehen, wir haben eigentlich mit dem Akrapovic oder mit dem Remus ohne Cut und mit Powerparts-Deckel ähnliche Verhältnisse geschaffen. Die Fahrzeuge sind eigentlich fast deckungsgleich. Der Akrapovic hat obenrum ein bisschen die Nase vorn, ne? Wegen seiner etwas
voluminöseren Form. Aber ansonsten sind die beiden Fahrzeuge hier eigentlich auf der Leistungskurve gleich. So, okay, dann haben wir das auch, dann geht's weiter. Ja, und da konnte man jetzt schön sehen, dass halt so ein Fahrzeug, wenn du das umbaust mit einem Schalldämpfer ohne Cut und zum Beispiel einem Powerparts-Deckel einfach drauf, die Leistungskurve dann doch etwas suboptimal wird. Ne? Ist nicht gerade so schlimm, aber ihr habt gesehen, mit dem Power Commander kann man die ganze Sache sauber glätten, dementsprechend auch mehr Leistung erzeugen, weil dann natürlich in allen Bereichen das Luft-Gas-Gemisch sauber angepasst wird. Genauso wie der Motor es braucht, um auch vernünftig Leistung zu erzeugen, in allen Drehzahlbereichen. Ja, das ist die ganze Kunst am Power Commander. Und das Gerät an sich kann nichts, aber wir können es benutzen, um dem Motor quasi sein vernünftiges Futter zu verpassen. Dann kommt auch die Leistung. So. Es sind natürlich auch viele Fragen. Wie sieht es denn aus, wenn ich einfach dieses Fahrzeug kaufe und mache einfach nur einen Auspuff drauf, ohne Cut? Was passiert dann? Das haben wir natürlich auch getestet. Ne? Ich habe ja Gott sei Dank noch einen Deckel. Filter war ja eh drin, also dementsprechend Deckel drauf. Vorher, bevor der Power Commander drin war, einmal abgerollt und dann einfach mal geschaut, wie ist da der Unterschied zwischen Powerparts Deckel, Schalldämpfer ohne Cut und Seriendeckel, Schalldämpfer ohne Cut. Ne? Dann schauen wir uns das an. Ja, starten wir wieder mit der Basiskurve von gerade, also so wie das Fahrzeug kam. Powerparts-Deckel und Akrapovic ohne Cut. Und jetzt legen wir mal die Kurve drüber mit dem gleichen Setup, nur mit dem Deckel geändert, also den Seriendeckel montiert. Keine Löcher drin, nichts, also wirklich vollkommen Serie. Und ihr seht das alte Lied, ne? Untenrum Leistung weg, in der Spitze Leistung da. Ja, ganz einfach wieder, in dem Bereich ist der Powerparts-Deckel sehr kontraproduktiv, was man nennt, weil die Strömung bzw. die Frischgaswelle anscheinend bei hohen Drehzahlen, ich gehe mal davon aus, dass eben halt dieser Siebdeckel da halt sehr schlecht für die Luftströmung ist, wenn sie halt extremst hoch wird. Und daher haben wir dann hier immer diesen Spitzenleistungseinbruch beim Powerparts-Deckel. Ne? Also Seriendeckel 76,6. Powerparts-Deckel 73,29. Im unteren Drehzahlbereich sieht es wieder anders aus, wie immer. Ne? Ihr habt hier bei 4,6 mal eben locker 5 PS weniger und 6, okay, 7 Newtonmeter sind weg. Ne? Nur indem man den Deckel umschraubt bzw. ändert. Also, der Powerparts-Deckel immer noch für den unteren bis mittleren Drehzahlbereich immer noch das billigste Tuning, was geht. Oder halt unser Lochdeckel, aber ne, da kommen wir jetzt gleich zu. Ja, und wie immer das gleiche Bild, ob Euro 3, Euro 4, scheißegal. Mit dem Deckel geht es in der Spitze richtig nochmal nach oben, im Drehmoment nach unten, aber richtig. Ne? Also ist die bessere Variante natürlich immer der Powerparts-Deckel, weil wir wollen ja Leistung im mittleren und unteren Drehzahlbereich, ob ich jetzt, wie gesagt, 74,9 oder 76,3 habe, ja, das ist so Latte. Egal. Der Powerparts-Deckel ist ein gutes, schnelles Tuning bei diesem Fahrzeug. Das haben wir ja jetzt schon oft genug gesagt. Allerdings er hat natürlich den großen Nachteil, er ist halt sehr laut, Ansauggeräusch ist sehr hoch. Und dafür haben wir natürlich dann wieder unsere Variante, ne, mit den 3 Löchern, die ihr einfach reinbohrt. Dann habt ihr genau so ein Mittelding. Ne? Also ist nicht so laut, habt nicht den vollen Drehmomentschub wie bei dem Powerparts-Deckel, aber auch eine höhere Spitzenleistung, ähnlich wie diesem Seriendeckel. So, jetzt hat man natürlich noch, oder ich bekomme oft und viele Fragen, wie sieht es denn mit so einem Zubehörfilter aus? Ne? Bringt das was? Kann ich den ersetzen einfach? Ne? Nehme ich den raus und mache einen KNN rein oder ein BMC, die haben wir ja auch im Programm. Was passiert denn da, wenn ich jetzt hier einen Luftfilter einbaue, einen Sportluftfilter einbaue? Oft ist es ja so, dass bei vielen Motorrädern gar nichts passiert, weil entweder das Steuergerät dann wegregelt die Mehrluft oder eben halt der Luftfilterkasten so schlecht konfiguriert ist, dass das eigentlich nicht viel bringt. Aber wir haben natürlich gesagt, okay, wir testen das hier auch. Der Kunde hatte den auch mitgebracht. Daraufhin sollte man eben halt auch das Fahrzeug mit drauf abstimmen.
Und dann haben wir einfach mal ausprobiert, unsere fertige Power Commander Variante, ne, also so wie wir jetzt hier gerade eingemessen haben, mit KNN und mit Serienfilter. Ne? Und was dabei rausgekommen ist, das seht ihr jetzt. So, starten wir wieder mit unserer bekannten Start- oder Anfangskurve und jetzt legen wir unser Power Commander Mapping drauf mit Serienfilter. Ja, habt ihr ja gerade schon gesehen. Beziehungsweise das ist jetzt mit dem Serienfilter und das ist jetzt mit dem KNN verbaut. Ja? Ihr seht also, der KNN-Filter bringt in Anführungsstrichen euch ein bisschen mehr oder eine Verbesserung der Kurve. Ich mache jetzt mal die rote mal weg, also die erste, dann sieht man es besser. So, ja, also, ihr seht tatsächlich, also wenn ihr diesen KNN-Filter verbaut, habt ihr halt noch eine bessere Zuluft, ne, zur Drosselklappe und wir haben dann hier, ja, 1 Newtonmeter mehr und knapp 1 PS mehr und hier haben wir noch, ja, haben wir ein bisschen mehr, ja, das ist aber alles, ihr seht, das sind wirklich nur Nuancen, ne, die halt dieser Filter euch nochmal on top oben drauf legt. In der Spitze ist es absolut uninteressant. Also ihr habt hier den mittleren Drehzahlbereich, habt ihr einen leichten Zugewinn. Hier ist die größte Beule. Also hier haben wir 2 Newtonmeter mehr durch den Filter und ja, 1,5 PS mehr durch die Benutzung des KNN-Filters. Gut. Also das ja, sollte man sich gut überlegen, ob man das Geld ausgibt. Die Dinger sind ja nicht so teuer, aber wie gesagt, das ist natürlich für den Perfektionisten eine schöne Sache. Dann weiß man auf jeden Fall, dann wird das alles noch ein bisschen runder und noch ein bisschen glatter. Das ist so ähnlich wie die, naja, wie soll man das nennen, die Vanillesoße auf dem Schokopudding. So, und jetzt geht's weiter. Ja, ne, also der Sportluftfilter ist was für, nennen wir sie mal, Leute, die das gerne 100%ig optimal haben wollen, also die auch quasi das Letzte rauskitzeln wollen, was mit dem Original-Luftfilterkasten geht. Merken in der Leistung werdet ihr das nicht. Ne? Definitiv nicht. Also wenn ihr 2 Fahrzeuge nehmt, einmal also mit der gleichen Konfiguration, Auspuff und PP-Deckel und einmal DAD drauf und DAD drauf und ihr beschleunigt gleichmäßig, das werdet ihr nicht merken. Ne? Dafür sind einfach sind das zu kleine Nuancen-Unterschiede. Aber es ist natürlich immer, ne, wenn man jemand, der es das ganz genau haben möchte, ist der Filter da doch noch einen Tacken besser. So, das ist alles. Gut, ich hatte euch noch versprochen, was zum Thema Schalldämpfer zu sagen. So, und das ist natürlich immer eine Riesendiskussion, deswegen habe ich auch einen großen Zettel jetzt hier. Und zum Thema Schalldämpferanlagen, Abstimmung erstmal im Allgemeinen, Power Commander ja oder nein. Und das Grundproblem ist, wenn ihr eben halt mit so einer Abstimmung fahrt, wie wir das Fahrzeug zuerst, wie sie angekommen ist, abgerollt habt, habt ihr folgendes Problem. Ihr habt den Cut entfernt, ihr habt die Zuluftströmung zum Luftfilter geändert und ihr habt dann dadurch eine andere oder anders laufende Über-Unterdruckwelle im Schalldämpfer. Im Frischgas und im Schalldämpfer. Aber hauptsächlich interessiert uns jetzt halt die Sache im Schalldämpfer. Das Grundproblem ist, dieses Euro 4 Mapping ist natürlich genau darauf eingestellt, auf diese Schalldämpferanlage mit Katalysator. In puncto der Zeiten, wann kommt die Überdruckwelle am Endschalldämpfer an und wann rollt die Unterdruckwelle wieder zurück. Eine Auspuffanlage ist ja immer ein Kompromiss, also müssen die Motorenkonstrukteure das so bauen, dass es am besten so funktioniert und natürlich auch den ganzen Vorschriften entspricht, ne? Also Abgas- und Geräuschvorschriften. So, wenn ihr das jetzt ändert, und ihr macht den Cut raus, ändert ihr diese Welle. Das heißt, die ist schneller raus und die Unterdruckwelle, die da hinterher wieder folgt, also erst kommt Überdruck, wenn das Auslassventil öffnet, geht es mit Überschall da raus und dann kommt eine Unterdruckwelle, die danach wieder zurückläuft und in eurem Brennraum im optimalen Fall das restliche Restabgas, was noch vorhanden ist, rauszieht und im Unterdruck quasi das Frischgas in der Überschneidung der Nockenwelle schon mit reinzieht. Und in dem Moment, wenn das
Frischgas schon gut drin ist, das Auslassventil schließt und nichts geht in die Schalldämpferanlage. Wollen wir auch nicht, brauchen wir ja für unseren Peng in der Verdichtung. Wenn uns da was rausgerissen wird, fehlt das. Das ist das Problem. Und das passiert in dem Moment, wenn ihr eben halt diese Sache nicht ändert bzw. nicht anpasst, geht euch Energie, quasi Frischgas, in den Abgastrakt verloren. Das macht dann immer schön Krach, bum, 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 schön Flammen, es knallt schön raus, alle finden das ganz toll. Nur euer Schalldämpfer nicht, vor allen Dingen nicht so ein Akrapovic mit 0,8 mm Titanhülle und einer hauchdünnen Carbonkappe. Und dann geht das Ding irgendwann hinten raus, fliegt weg und alle sind am Schreien, was ein Scheiß. So. Das Problem ist, den Scheiß habt ihr gebaut. So einfach ist das. Ein Motorrad, was optimal abgestimmt ist, ist im Schiebebetrieb still. Also hohe Drehzahlen, bam, Hahn zu, muss da Ruhe sein. Das kann vielleicht ein bisschen pup, 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 pup machen, das ist kein Problem. Wenn das aber hinten richtig rausfeuert und rausknallt, dann stimmt da was nicht, beziehungsweise ist das Motorrad nicht optimal eingestellt. Ne? Denn das Ding hat serienmäßig keine scharfen Nockenwellen drin und so ein Quatsch, was so etwas begünstigen könnte. Also muss hier das Mapping angepasst werden. Wenn es sich anpasst, macht ihr euren Schalldämpfer kaputt. Diese Märchen, dass davon die Motoren kaputt gehen, vergesst das, das ist uninteressant. Der Motor ist dafür konstruiert, dass er natürlich dementsprechend, habt ihr ja gesehen, in einem sehr mageren Bereich laufen muss. Sonst könnt ihr die Abgaswerte nicht erreichen. Aber diese Rückschläge, diese Flammfronten, die zerballern euch ganz schnell euren hyperteuren Auspuff. Ja? Und auch ein Arrow oder ein Remus kosten einen Haufen Geld und keiner will natürlich, dass das Ding hochgeht. Ja? Also, wenn ihr einen Cut rausbaut, seid euch bewusst, braucht das Fahrzeug eine Anpassung. Es gibt nichts vom Hersteller, also müsst ihr entweder, wenn ihr das sauber haben wollt, Power Commander einbauen lassen oder eben halt das Original-Steuergerät umprogrammieren lassen. In der Garantie immer eine gefährliche Sache. Nach dem Video von dem Leo Winch Schalldämpfer-Test, wo wir halt auch den Nero getestet hatten, ihr erinnert euch, ne, der also sehr gut abgeschnitten hat, bekam ich aber immer wieder extrem viele Instagram, auf YouTube und immer, ja toll, prima, dass der so gut funktioniert, aber der sieht ja voll scheiße aus, weil der hängt ja so komisch. Und der ist ja auch so lang. Ne? Das hören wir ja von dem Ding auch immer andauern. Nee, große Tüte, sieht scheiße aus. Da frage ich euch jetzt eins. Was wollen wir zuerst? Was geil aussieht oder was gut funktioniert? Das ist schon mal Punkt 1. Ja? Schalldämpferanlagen werden, wenn sie Leistung erzeugen oder vernünftig arbeiten können, so konstruiert, dass der Motor auch dementsprechend damit vernünftig funktioniert. Ja? Dazu gibt es eine, im Fachbereich der Motorenkonstruktion eine Formel, die da heißt Kubik. Moment, ich lese es mal genau vor, damit wir da auch keine Fehler haben. Das etwa 10-fache Hubvolumen des Motors gilt als sehr grober Richtwert für einen Schalldämpfer mit ausgewogener akustischen Eigenschaften und günstigem Leistungsverhalten. Das heißt, ihr müsst immer rechnen, Kubik mal 10, so groß sollte dann auch der Schalldämpfer sein. Ja? Wir haben hier knapp 700 Kubik, also braucht ihr mindestens eine Schalldämpferhülle von 7 Litern. So, wie groß 7 Liter sind, so lang gezogen oder so breit, kann sich jeder jetzt selber ausdenken, aber so kleine Kacktüten sind mit Sicherheit nicht. Ja, also ihr braucht vernünftige Schalldämpfervolumina, damit so ein großer Einzylinder gut arbeiten kann, vernünftig Drehmoment erzeugen kann und vor allen Dingen auch Spitzenleistung erzeugt. Ja, so, das ist Fakt, anders geht es nicht. Ihr habt es gesehen bei der Komplettanlage von dem Leo Winch von der Leo Winch Anlage mit dem Krümmer, wie das dann aussieht, wenn das nicht funktioniert, wenn man so eine kleine Tröte hinten dran hat. Und die Dinger gibt es ja sogar noch schlimmer. Also je kleiner, desto beschissener. So einfach ist das. Ja? Diese Fahrzeuge brauchen große Dämpfer. Punkt.
So, und da sieht man eben halt, dass die höchste Leistung, gerade was diesen Motor betrifft, jetzt nicht die 701 oder die SMCR, sondern bei der Duke zum Beispiel, dass die mit einem Mittelschalldämpfer arbeitet und einem Endschalldämpfer und dementsprechend auch wesentlich mehr Leistung erzeugt, selbst im Serienzustand, als eine Supermoto. Das ist das ganze Geheimnis dieser Schalldämpferanlagen. Kann man hier nicht drunter bauen, sehr scheiße aus, ganz klar. Also müssen sich die Konstrukteure hier einen Kompromiss einfallen lassen. Und der Kompromiss heißt nun mal, wollt ihr Leistung, wollt ihr Drehmoment, sieht so aus. Ja, also groß. Je größer, desto besser. Natürlich muss man das Design technisch vernünftig verpacken. Das ist bei dem Akrapovic, bei der SMCR nicht so ganz gelungen, ne? Aber hier sage ich immer noch, der 701 Akrapovic in seinem Grundvolumen und seiner Größe und seiner Optik vor allen Dingen ist immer noch das Beste, was ihr diesem Motorrad antun könnt. Ja? So, das ist einfach Fakt. Dazu sagt auch noch weiter das Fachbuch. Das soll ich wieder verschlagen. So, dabei beeinflussen die Volumenanordnungen und die Formgestaltung des Volumens die Leistungscharakteristik des Motors und das akustische Verhalten des Dämpfers. Dieses macht die Formgebung des Schalldämpfers und seine Platzierung am Motorrad zu einer diffizilen und schwer lösbaren Aufgabe. Aus diesem Grund wird der Schalldämpfer vielfach auch zweigeteilt in einem Vorschalldämpfer und einem Nachschalldämpfer. So, siehe Duke R. Dass das halt natürlich bei den SMCRs und bei den Supermotos nicht wirklich geht, habe ich gerade erklärt. Also müsst ihr euch darüber im Klaren sein, wenn ihr euch einen Zubehörschalldämpfer kaufen wollt und ihr wollt die optimale Leistung aus eurem Motorrad rausholen, wisst ihr, wo ihr hin müsst. Je größer, desto besser. Und wenn der so hängt, wie er hängt, hat sich wahrscheinlich der Konstrukteur dabei was gedacht. Und wenn ich dann hingehe und schneide das Ding einfach ab, nur damit es geiler aussieht, wird es mit Sicherheit nicht mehr so funktionieren wie vorher. Das kann ich euch garantieren. Also, überlegt euch vorher, wofür ihr Geld ausgebt und ob ihr das so lassen wollt oder nicht. Wer es selber umbasteln will, kann das gerne tun, wird aber mit Sicherheit die komplette Charakteristik des Schalldämpfers zerstören. Ja? So. Das war das Wort zum Sonntag. Ich würde sagen, jetzt sind wir am Ende. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat, ne, lasst uns einen Daumen da. Lasst uns ein Abo da, wenn ihr noch keins habt. Und die Glocke nicht vergessen, die drücken und dann bekommt ihr immer sofort Infos, wenn wir ein neues Video raus haben. Und immer noch aktuell, stay home, schön zu Hause bleiben. Haut rein, bis dann und ciao. Ja, also das hier, also das ist die Senkung.